Taiwans Millionenmetropole Taipei hat viele Theater. Eines davon das National Center for Traditional Arts. Ein gern gesehener Gast hier, Yue Kang. Bei der Kostümprobe für eine taiwanische Oper ist der Dramaturg und Festivalkurator mittendrin. Kangs Karriere lief nicht geradlinig, aber gerade das ist sein Erfolgsgeheimnis. Ich habe früher viel gelesen, denn ich wollte einfach viel wissen. Als Ausgleich war ich viel unterwegs und habe viel getrunken, um mich zu entspannen und Leute kennenzulernen. Wenn man heute zurückblickt, war ich wie ein Tier, das sich auf den Winter vorbereitet und jede Menge Winterspeck anfuttert. Jetzt habe ich überdurchschnittlich viel Erfahrung und Wissen angesammelt, von dem ich zehre. Die Hauptstadt ist seit den 90ern seine Basis. Als er hier vor 11 Jahren anfängt, das Taipei Arts Festival zu leiten, startet seine Karriere als Kurator. Und hier gründet er mit Mitstreitern das Want to Dance Festival. Es bringt zeitgenössischen Tanz in den öffentlichen Raum. Tanz für Yue große Kunst. Tänzer sind eine ganz besondere Gruppe von Künstlern. Ihr Material ist ihr Körper und sie arbeiten ohne Sprache. Deshalb kann Tanz grenzüberschreitende Dialoge mit anderen Künsten führen. Beim größten Independent-Tanzfestival Taiwans liebt man die Kontroversen. Die Performances inklusiv und intensiv. Yues Programm lotet Grenzen von Freiheit und Absurdität aus. Die Popo-Klatscher der japanischen Choreografin Reisa Shimojima zu sowjetischen Armeeliedern hallen noch lange nach. In unserer Kultur oder bei Ausbildung, dass die Senioren oder die mehr erfahrenen Leute sind von junger Generation sehr respektiert. Yue spielt eine super wichtige Rolle, alle ist Vorbilder für seine Generation natürlich, aber auch für die nächste Generation. Und ja, ich würde sagen, er ist auch so ein bisschen wie Katalyst, eine super Drive. Besuch bei Yues Verlag. Mit großem Erfolg schreibt er neue Vorworte zu Romanen weltbekannter Autorinnen und Autoren. Und für seine Begabung, Kulturgrenzen zu sprengen, erhält er in diesem Jahr die Goethe-Medaille. Im Hinblick auf Taiwans Kontakt mit der Weltkultur fühle ich mich so wie ein Transformer-Roboter, der ein Upgrade gekriegt hat. Das ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine neue Verantwortung. Denn jetzt muss ich darüber nachdenken, wie ich als Transformer diesen Einfluss nutzen kann, damit mehr Menschen Taiwan wahrnehmen. Yue ist ständig auf der Insel unterwegs, diesmal in den Süden zur Industriemetropole Kaohsiung. Im Nationaltheater Wei Wing ist er eine Art freier Chefdramaturg. Gleich 4 große Bühnen kann er hier bespielen. Fast jede Woche trifft er seine Teams und entwickelt mit ihnen Visionen. So ungewöhnlich sie auch erscheinen mögen. Also eigentlich ist er ein Verrückter. Er liest so viel, alle Arten von Büchern. Und er schaut sich unglaublich viel Performances an, schaut Fernsehserien und Filme. Er kennt unglaublich viel. Er hat die Fähigkeit, wahre Fantasie zu kreieren. Deswegen geben wir ihm die absolute Freiheit. Und das hat die Kulturakteure und Institutionen in Taiwan nachhaltig verändert. Jedes Jahr im Dezember wird das Wei Wing Theater zum Zirkuszelt. Feuershows, Akrobatik und Magie. Bei der Gestaltung der Circus-Plattform zieht er alle Register. Viele Kulturinstitutionen würden ihn am liebsten exklusiv einstellen. Doch seine Freiheit ist ihm wichtig, überlebenswichtig. Es gibt in Taiwan eine Taubenart, die Turteltaube. Wenn sie in einen Käfig eingesperrt wird, kratzt sie ständig an der Wand und dann stirbt sie. Wenn ich nur an einem Ort bleibe, werde ich wahrscheinlich auch zu einer dieser Turteltauben.
Doch ich denke, ich habe bewiesen, dass ich auf meine Art und Weise einen großen Beitrag für die Theater und für Aufführungen in Taiwan leisten kann. In diesem Haus im kleinen Städtchen Hualien wurde Ye Wei von seiner Großmutter aufgezogen. Sein Onkel lebt immer noch hier und ist sehr stolz auf Ye Wei. Obwohl er nach dem Schulabschluss nach Taipei gezogen ist, zieht es ihn immer wieder hierher, an die Ostküste der Insel. Wenn du auf das Meer schaust, wirst du zum Meer. Du wirst ganz leer. Ich versuche, mich an diesem Ort mit einer anderen Welt zu verbinden. Ich denke, das Meer hat einen großen Einfluss auf mich. Jedes Mal, wenn ich an den Strand komme, habe ich das Gefühl, repariert zu werden, Welle für Welle. Ich glaube, dass es mich nährt und inspiriert. Ich weiß zwar nie, was auf dem Meeresgrund liegt, aber ich brauche dieses Stück Meer wirklich. Mit einem Radio kam er als Jugendlicher oft an den Strand, um auf Kurzwelle die US-Charts zu hören, vor allen anderen. Ye Wei Keng, ein Freigeist aus Taiwan, mit der Welt verbunden.